Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Sonable hat ein neues Plugin rausgebracht. Wer hätte es gedacht, so schnell kann das gehen? Ich habe mir bis jetzt noch kein Review anschauen können, denn das Plugin ist noch nicht so groß im Umlauf. Aber wir werden das Ganze heute testen und zwar werden wir vergleichen mit Trackspacer, mit Neutron 4 Unmask, mit Zeus 2 und mit einem einfachen dynamischen EQ von Cubase. Wer hätte es gedacht? Also, bleibt dran, jetzt geht's los. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier schon wunderschöne Spuren reingeladen. Am Anfang habe ich Kick und Bass verglichen, Sonable, dann Neutron, Trackspacer, Zeus 2, einen einfachen EQ und später geht es dann rüber zu den Gitarren, zu einer Drill-Kick mit einer 808 und natürlich zu Vocal mit normalen Synthes. Das Ganze funktioniert auch ganz einfach. Ihr ladet euch in die Bassspur das Plugin rein, dann sucht ihr euch den Trigger aus, in dem Fall ist es die Kick und nimmt das Ganze auf. Ich war aber mal so dreist und habe den falschen Trigger, nämlich den Bass eingetragen und das Ergebnis war eigentlich fast dasselbe, von daher verlasst euch da nicht immer auf die Presets, sondern achtet auf euer Gehör. So, dann nehmen wir mal auf. Und da haben wir schon das Ergebnis. So schnell kann das gehen. Bei Resolution zieht er das peakmäßig nach unten. Im Low-Bereich drückt er das eher so platt runter. Dann haben wir hier Speed, eine Art Kompressor komplett. Das heißt, umso höher ihr den Speed-Regler aufdreht, umso schneller arbeitet er. Also umso schneller schnappt er sich das Signal und lässt es auch wieder los. Dann haben wir hier unten die Begrenzung. Ich habe es jetzt so gelassen, zwischen 31 Hertz und 797 sollte eigentlich passen. Ja, und mehr ist da ja auch nicht. Also ein optimales Plugin für Anfänger oder für diejenigen, die sich mit Attack und Release halt nicht so gut auskennen und nicht so oft beschäftigen möchten. So, ich drehe da jetzt noch mal ein bisschen dran rum und dann gucken wir mal, was da so passiert. Ja, ihr habt gesehen, als ich den Speedregler runtergedreht habe, hat er natürlich langsamer gearbeitet. Deshalb, ich würde es immer zwischen 75 und 95 oder 100 lassen. Damit habe ich zum Beispiel die besten Ergebnisse erzielt. Und zwar vergleichen wir jetzt mal. Oben Sonable, dann geht's rüber zu Neutron, dann zum Trackspacer, dann zu Zeus 2 und dann zum dynamischen Equalizer. Und ihr werdet erstaunt sein, was ein normaler EQ alles kann. So, dann haben wir jetzt alle durch. Ich muss aber auch zugeben, ich habe bei Zeus 2 jetzt die einfachste Einstellung genommen. Man kann hier sehr gut variieren und zwar könnt ihr hier die Mitten und die Seiten auswählen. Ihr könnt hier mit dem Mix-Regler spielen. Ihr könnt mit Attack und Release-Zeit ein bisschen variieren, zwischen Soft und Hard wählen. Dann noch die Sharpness und die Selectivity. Also ihr merkt schon, das ist kein Plugin für irgendwelche Anfänger, sondern da muss man definitiv schon ein Gehör für haben. Aber wie man hören konnte, ein einfacher EQ von Cubase tut es auch und das Ganze klang genauso gut. Nichtsdestotrotz ein Plugin für Leute, die ein Gehör für sowas haben, denn ich werde euch jetzt auch mal zeigen, warum. Ein typischer Anfängerfehler bei der dynamischen Sidechain-Bearbeitung ist, dass die meisten Attack und Release komplett runterziehen, also eine sehr schnelle Attack- und Release-Zeit haben. Und das kann sich später negativ auf das Signal auswirken und ich zeige euch jetzt auch warum. Es wird einfach zu schnell gearbeitet, der Kompressor packt sich das Signal und lässt es auch gleichzeitig wieder zu schnell los. Und dadurch entstehen diese Artefakte vom Signal, gerade vom Bass. Wenn man jetzt einen Bass mit Obertönen hat, dann kann es zu Knacksen kommen. Einfach immer mit Attack und Release-Zeit rumspielen und dann darauf achten, wann entsteht diese Rundung, wann entsteht dieser perfekte Misch dazwischen. Und nicht, dass die Kick da so trocken durchpocht, denn das will man später in seinem Mastering nicht unbedingt nochmal beheben müssen. Hier noch einmal ein AB-Vergleich, einmal mit, einmal ohne. Bei Gitarren hört sich das Ganze so an.
Der Trackspacer hat meiner Meinung nach am schlechtesten abgeschnitten. Der ging da echt zu grob ran und das trotz Attack- und Release-Variierung. So, jetzt ohne AB-Vergleich. Eine Drill-Kick mit einer Drill 808 testen wir Sonable Unmask, Neutron Unmask und Zeus 2. Let's go! So, bei Zeus 2 habe ich jetzt nur die Mitte in den Sidechain geholt. Ich finde, manchmal klingt es einfach besser, wenn nur die Mitte weggedrückt wird, als das komplette Signal. Denn dann bleibt noch ein bisschen was in den Seiten über und dadurch klingt das Ganze auch ein bisschen voluminöser, ein bisschen wärmer. Aber das ist auch wieder von Signal zu Signal komplett unterschiedlich. Also, das soll keine feste Regel sein. So, Vocals und Synthes. Fangen mit Sonable an und gehen dann alles durch. I should have known better than to trust someone who holds me like a thief in the night. How could I think you could be the one? I let you break into my heart like I should have known better than to trust someone who holds me like a thief in the night. Ich finde, der geht wie Zeus 2 so ganz vorsichtig ran und greift das Signal nicht zu stark an. Also macht der schon ziemlich gut. I should have known better than to trust someone who holds me like a thief in the night. How could I think you could be the one? I let you break into my heart like I should have known better than to trust someone who holds me like a thief in the night. How could I think you could be the one? I let you break into my heart like I should have known better than to trust someone who holds me like a thief in the night. How could I think you could be the one? I let you break into my heart like Also Neutron und Sonable Unmask haben sich da nicht viel gegeben. Es hat sich fast identisch angehört, aber ich muss sagen, bei Zeus 2 klingt das Ganze sehr transparent. Das Signal wird so gut wie gar nicht belastet. Man hört auch nicht wirklich, dass da irgendwas weggedrückt ist, aber die Stimme kommt trotzdem ein bisschen mehr durch. Und das ist das Geniale an Zeus 2. Aber wie gesagt, ist was für die Fortgeschrittenen. Wenn du gerade Anfänger bist und mit Musik anfängst, dann lohnt sich definitiv Sonable Unmask. Oder wenn du im Pro-Bereich arbeitest und eine faule Socke bist, gönn dir Unmask. Das ist natürlich auch kein Problem. Ich werde in Zukunft ein bisschen damit arbeiten. Mal gucken, hier und da hat es ja sehr gut gepasst. Fazit dazu, ja, kann man sich gönnen, ist aber kein Muss. Ne? Wie gesagt, ich habe das Ganze, gerade wenn es um Kick- und Bass-Sidechaining geht, habe ich es sogar mit einem EQ genauso gut hinbekommen. Aber für die Anfänger, gerade für die Leute, die jetzt gerade mit Musik anfangen oder nicht so Lust haben, mit Attack und Release sich da auseinanderzusetzen, gib ihn. Und wenn du gerade zuschaust und du kennst dich mit Sonable noch gar nicht aus, du weißt noch gar nicht, was das ist, dann verlinke ich dir einmal oben ein Video. Dort kannst du mal sehen, wo ich die ganzen Sonable Plugins getestet habe, vom Smart EQ zum Smart Limiter und so weiter. Und ja, schau dir das mal am besten an, bevor du dir den Pure Unmask holst. Und schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr noch andere Plugins oder wie arbeitet ihr mit Sidechain? Ich weiß, dass viele, das habe ich auch oft gemacht mit dem Pro MB von FabFilter, die den Bass weggedrückt haben. Da gibt es so viele Plugins, so viele Möglichkeiten. Oder man nimmt einfach so wie ich ein EQ bei ganz einfachen Sachen, um CPU zu sparen. Denn wie man sehen kann, die Kanal-Latenz ist bei Zeus 2 ja nicht gerade wenig und bei Neutron sind es 21,3 Millisekunden. Bei Sonable ist da auch ein bisschen CPU-lastiger. Also wenn man zum Beispiel CPU sparen will, dann nimmt einfach, gerade wenn ihr Cubase-User seid oder FL Studio, den LFO-Peak, da kann man ja auch so eine Regelung einstellen. Ich glaube, das ist auch nicht so CPU-raubend. Von daher, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst es mich wissen. Ansonsten verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Sonntagabend. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüssikowski.